Ich habe mich bei so vielen Menschen zu entschuldigen. Ich habe eine Woche lang nur gelogen. Das gibt einem schon so einen kleinen Kick, hatte aber auch heftige Konsequenzen. Wir sehen uns vor Gericht. Ich habe gerade Post vom Anwalt bekommen. Hi, ich bin Josef. Und ich wollte wissen, was passiert, wenn ich nur noch lüge. Ich werde 7 Tage lang alle belügen und versuchen, kein einziges Mal ehrlich zu sein, ohne dass es auffällt. Ich belüge Auftraggeber. Ich kann den Kontakt herstellen. Ich kenne halb Hollywood persönlich. Mein Management. Da ich ja generell in letzter Zeit nicht so super happy war mit eurer Arbeit. Und habe Erfolg damit. Und vielleicht belüge ich auch euch in diesem Video. Ist doch normal, dass man lügt, sobald man etwas sagt. Eine ganze Woche lang, oder? Statistisch lügt jeder Mensch 2-mal am Tag. Meistens aus 2 Gründen. Entweder Egoismus, also Eigeninteresse, oder Altruismus, also der Versuch, anderen mit Lügen einen Gefallen zu tun. Und auch ihr lügt. Aus Scham, ganz wichtig, Selbstschutz, Angst vor Konflikten, aber auch Macht, Eigeninteressen. Und vor allem und am meisten lügen wir aus Höflichkeit. Ich habe die Woche vor dem Experiment mal mitgezählt und statt der statistischen 14 Male habe ich nur 4 Mal gelogen. Einmal aus Selbstschutz und 3-mal aus Höflichkeit. Lügen und die Wahrheit verdrehen finde ich anstrengend. Außer es ist beruflich, denn da lüge ich jede einzelne Sekunde und ohne. Ich bin Regisseur und Drehbuchautor und verdiene mein Geld damit, Geschichten zu erfinden, Welten zu konstruieren und quasi mein Publikum anzulügen. Ehrlichkeit fällt mir im echten Leben aber leichter, da ich so nicht ständig im Arbeitsmodus bin. Außerdem mag ich mich selbst auch mehr, wenn ich ehrlich bin. Lügen kann das Leben leichter machen. Am ersten Tag kann ich eine Verabredung absagen, für die ich zu müde bin, ohne einen Freund zu enttäuschen. Dank einer anderen Lüge bekomme ich etwas geschenkt. Mir fehlen 50 Cent. Kommen da auch noch richtige Lügen? Ich habe ein Drehbuch für eine Produktionsfirma geschrieben, aber sie mögen das Ende nicht. Sie glauben, dass der Wunschschauspieler, den sie gerne hätten, bei diesem Ende vom Drehbuch absagen wird. Aber ich finde das Ende super, deswegen habe ich gelogen. Ich arbeite seit Jahren immer mal wieder mit dem und der sucht eigentlich schon lange nach solchen Rollen und nach genau so einem Ende auch in einem Drehbuch. Okay, dann schicken wir es raus, aber auf deine Verantwortung. Es fühlt sich schon sehr komisch an, so zu lügen. Ich muss mich dafür massiv konzentrieren. Oh nein! Keine Ahnung, ob man mir das anmerkt oder ob ich dabei irgendwie anders wirke, aber Studien weisen darauf hin, dass Menschen, die gut lügen, sympathischer wirken und sozial erfolgreicher sind. Sie können einem ja immer sagen, was man hören will. Die Kunst dabei ist, so authentisch zu lügen, dass alle es glauben, und das ist nicht einfach. Lügen gehört zu den anspruchsvollsten Leistungen unseres Gehirns und wer es nicht geübt ist, verrät sich schnell. Paul Ekman, der als lebender Lügendetektor gilt, erforschte jahrzehntelang Gesichtsausdrücke. Unkontrollierte Gesichtsausdrücke zeigen für Sekunden die wahren Gefühle eines Lügners. Viele versuchen diese dann hinter einem falschen Lächeln zu verstecken. Ekman fand heraus, dass der Mund lächelt, die Augen aber nicht. Ich glaube, das Alleranstrengendste sind die Momente, in denen man das Experiment weiter durchzieht, aber nicht filmt. Weil es gibt ja keine richtige Pause bei manchen Experimenten. Und ich habe mich bei so vielen Menschen zu entschuldigen Nach dem ersten Tag bin ich vor allem überrascht, wie gut das mit dem Lügen klappt. Das habe ich nicht erwartet. Da ich in meinem Umfeld als sehr ehrlicher Mensch bekannt bin, komme ich auch überall damit durch. Es ist fast schon zu einfach. Da muss ich noch einen drauflegen. Da geht noch. Wir sehen uns vor Gericht. Ich möchte ja nicht einfach random lügen, sondern diese Woche auch ein paar Dinge rausfinden. Also lüge ich unter anderem mein Management an und versuche 10.000 € zu bekommen für ein Projekt, bei dem ich ins All fliege. Sie müssen aber die Reisekosten übernehmen. Fast 10.000 € für den Zeitraum. Und das ist der Moment, an dem etwas passiert, das nicht gut ist für mich. Ich merke, wie viel Spaß es mir macht zu lügen. Das gibt einem schon so einen kleinen Kick, wie beim Clown damals. Es fühlt sich leider gut an. Und so lüge ich mich an Tag 3 in eine gefährliche Sackgasse. Ich hatte gerade ein sehr langes Gespräch mit einer Produktionsfirma für einen Film und ich habe das Drehbuch geschrieben und die wollen einen internationalen Schauspieler für diesen deutschen Film haben. Und einer von den Produzenten hat gefragt, du hast doch dieses Foto mit Bob Odenkirk, dem Schauspieler von Better Call Saul, kennst du den denn überhaupt persönlich? Und ich habe einfach gelogen und habe gesagt, ja. Und ich habe so getan, als hätte ich mit dem parallel geschrieben und habe einfach behauptet, er hätte zugesagt für die Produktion. Ich meine, ich habe den wirklich mal getroffen und wir haben auch mal E-Mails geschrieben miteinander, weil wir uns über 2 Tage bei so einem Netflix-Event ganz gut verstanden. Aber das ist 5 Jahre her. Ich habe den Kontakt nicht mehr. Der hat auf die letzte E-Mail damals nicht mehr geantwortet. Und jetzt habe ich behauptet, ich kriege ihn für diesen Film. Das kam wie ein Reflex. Ich habe einfach gelogen. Ob das Selbstüberschätzung, Arroganz oder einfach ein gefährlicher Reflex ist, interessiert nicht. Die Produktionsfirma hat wegen dieser Lüge Geld ausgegeben. Und das wird später zum Problem. Denn diese Lüge ist schwierig auszubaden. Deswegen bin ich auch in den ganzen Bildern hier im Schwimmbad, ne? Wisst ihr, wegen Ausbaden. Und dann versucht jemand, mich zu belügen. Aber ich merke es sofort. Fast als hätte ich eine neue Superkraft. Dabei war es nur eine kleine Lüge. Aber mein Körper ist nicht nur ein super Lügendetektor. Er merkt auch, wenn es zu viel wird. Richtig hart Kopfschmerzen.
Es ist über den Tag immer schlimmer geworden. Ich habe keine Ahnung, ob das mit dem Lügen zu tun hat. Ich habe das Gefühl, ich bin gar nicht mehr richtig ich selbst. Als wäre ich in einem Film, in dem ich jetzt der Böse werde. Es ist super, super unangenehm. Ich fühle mich so unangenehm in meiner eigenen Haut. Mein Körper reagiert. Vielleicht aus unbewusster Schuld, aber vielleicht auch, weil es viel zu viel Kopfarbeit ist, die ganzen Lügen zu behalten und Folgelügen zu bauen, gerade bei Freunden. Es ist wirklich wie konstante Skriptarbeit. Ich muss alles im Kopf behalten. Wenn eine Lüge einmal in der Welt ist, ist es super schwer, sie wieder einzufangen, weil die Entschuldigungen kriegen normalerweise weniger Menschen mit als die Lüge. Aktuell habe ich 3 dicke Lügen am Laufen, die Konsequenzen haben können. Und dann gibt es noch einen Bereich, in dem viele von uns ständig lügen, ohne dass uns das bewusst ist. Dabei sind die Konsequenzen heftig. Das Verbreiten von bewussten Falschinformationen steigt weiter an, vor allem im Bereich Social Media. Daher wird die Medienkompetenz aller Menschen immer wichtiger. Hier 3 Tipps, bevor ihr etwas teilt oder verbreitet. Prüft jedes Mal, wer teilt die Information, von wo kommt sie. Finde ich dazu mehr als eine seriöse Quelle? Und bei Bildern, kann man das Bild per Rückwärtssuche finden? Ist es vielleicht aus einem ganz anderen Zusammenhang? Wie zum Beispiel bei einer Demonstration im Jahr 2020, bei der ungefähr 20.000 Menschen waren. Aber manche hätten lieber 1 Million gesehen und teilten ein knapp 20 Jahre altes Foto der Street Parade als Beweis. Also müssen auch wir alles prüfen, bevor wir etwas teilen und weitererzählen, sonst helfen wir ungewollt bei der Verbreitung möglicher Lügen. Ich fühle mich diese Woche so zerrissen und habe immer wieder Zweifel. Aber gleichzeitig werde ich auch besser darin, mich selbst zu belügen. Ist ja für ein Video, kann ich später doch alles erklären. Aber einmal zerstörtes Vertrauen ist oft für immer zerstört. Ich habe heute so ganz miese Flashbacks gehabt zu meiner Zeit, als ich Abi gemacht habe. Da habe ich nämlich öfter mal gelogen. Und zwar, um mich cooler darzustellen, um irgendwie interessanter zu sein. Und das war unnötig und peinlich und teilweise auch echt unfair bestimmten Menschen gegenüber. Jetzt kommt so die Reue. Aber auch ein bisschen Angst, dass ich so in alte Muster verfalle. Ich merke, dass Lügen echt Sachen einfacher macht. Ja, das scheint meine erste Klage wegen dem YouTube-Video zu sein. Ich hätte einfach aufhören sollen. Als die Post vom Anwalt kommt, ist es zu spät. Und ich kann jetzt nicht in die Details gehen, aber meine Better Call Saul-Lüge führt dazu, dass ich plötzlich für den Verlust von 50.000 Euro verantwortlich gemacht werde. Mir ist es egal, was für ein Experiment das war. Das zahlst du. Am heutigen Tag der Aufnahme dieses Videos ist die Post vom Anwalt gekommen, dazu gleich mehr. Und dann fliege ich gleich zweimal auf. Einmal merkt mein Management nach ein bisschen hin und her, dass das nicht sein kann, was ich ihnen aufgetischt habe. Und eine mir sehr nahe Person merkt, dass ich gelogen habe. Und das ist wirklich das Beste, was mir in dieser ganzen Woche passiert ist. Darf ich das kurz aufnehmen? Ich bin so froh, dass du mich jetzt erwischt hast. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Bei dir waren das ja eher so kleine Lügen, also immer nur so winziges Zeug. Aber mein Herz, ich bin so froh, dass es einfach vorbei ist jetzt und ich nicht mehr lügen muss. Boah, die Erleichterung. Ich kann nahe Menschen nicht gut belügen. Sie kennen mich und merken, wenn ich lüge. Und ich bekomme mein Gehirn auch nicht in den Arbeitsmodus bei Freunden, um Geschichten zu erzählen. Das fühlt sich einfach total falsch an. Ich habe heute Nacht geträumt, dass Menschen meine Tür eintreten und mich verbrennen. Und ich glaube, das ist mein schlechtes Gewissen. Und morgen werde ich dann die Leute aufklären und hoffen, dass es nicht so viel Schaden angerichtet hat. Das wird auch nochmal spannend. Kann ich nach 7 Tagen überhaupt aufhören oder habe ich mich schon daran gewöhnt zu lügen? Eine Frage habe ich vorher noch. Wie gut könnt ihr lügen? Würdet ihr einen Lügendetektor-Test bestehen? Wie betrügt man einen Lügendetektor? Wenn man geübt ist, funktioniert zum Beispiel das Beißen auf die Zunge oder das Pressen der Zehen gegen den Boden. Lügendetektoren haben eine Fehlerquote von mindestens 20%. Seit 1954 sind sie daher in Deutschland als Beweismittel nicht mehr erlaubt. Und dann kläre ich auf und bin total ehrlich. Doch das Schlimme ist, meine Freunde glauben mir nicht. Sie denken, meine Aufklärung sei die erste Lüge und es wird jetzt erst losgehen. Ich habe mich natürlich rechtlich beraten lassen und dieses komplette Video ist auch juristisch geprüft worden. Ich weiß nicht, wie viel ich zeigen kann. Was ich aber zeigen kann, ist der Abend des ersten Tages, an dem ich wieder ehrlich sein durfte. Ich persönlich finde ehrlich sein viel angenehmer, weil man muss sich nicht verstellen. Ich habe auch gemerkt, dass es mir körperlich besser geht, wenn ich nicht lüge. Und wenn ich ehrlich bin, verfolgt mich nichts, kein schlechtes Gewissen. Und dann bin ich auch nicht so müde. Ja, Lügen macht mich müde. Grüße aus dem Schnitt, es ist noch was total Absurdes passiert. Am Anfang dieses Videos habe ich behauptet, ich würde einen bestimmten deutschen Schauspieler kennen. Dieser Schauspieler wurde jetzt gefragt, ob er mich kennt. Er hat gesagt, ja, wir hätten schon mal zusammengearbeitet. Aber das ist eine Lüge. Ich habe ihn noch nie in meinem Leben getroffen. Ich habe keine Ahnung, warum er das behauptet hat, aber weiß auch gerade nicht, wie ich das auflösen soll. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal. Ich habe auch euch angelogen, während dieses Experiments und während dieses Videos. Ich habe euch 3-mal angelogen in diesem Video. Wenn ihr raten wollt, schreibt es jetzt in die Kommentare, denn die Auflösung kommt in 3,
Bis bald.